Baikonur, October the 4th, 1957, the Soviet Union placed the first satellite into orbit around the Earth. They called it Sputnik. Quiet beeping from outer space alarms the Western world, which fears that rockets used to launch a satellite could transport atomic bombs. 1961, the next warning bell. Yuri Gagarin becomes the first man in space. To Nikita Khrushchev, this demonstrates the superiority of communism. Khrushchev believed in the communism the same as the Christian believed in the heaven. He told that we can build most effective society. Nikita Khrushchev was born in 1894 into a poor peasant family in the Ukraine. His grandparents were serfs. A machinist, he joined the Communist Party in 1918. After his studies at the Party Academy, his career advanced quickly under Stalin. As Moscow's party secretary, Khrushchev made a name for himself overseeing the construction of the subway system, which was completed in record time. He participates in Stalinist terror and joins the heart of power, the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union, the CPSU, in 1939. As the party's political commissar with a general's rank, he played an important role in the battle for Stalingrad during the Second World War. When Stalin dies in March 1953, Khrushchev, who is a member of all party organs, wins the battle to become his successor. Khrushchev was not so Russian type of the person. If you want to be the leader like Mao or Stalin, you mustn't talk. You have to appear once a year, say something that nobody would understand, and then everybody will discuss what you really had in mind because you're much wiser than others. At the 20th Party Congress in 1956, Khrushchev surprises everyone by denouncing Stalin's crimes. Hunderttausende von Häftlingen aus dem Archipel Gulag wurden rehabilitiert und freigelassen. Die zweite Revolution Khrushchevs, das war der Verzicht auf die uferlose Ausbeutung der eigenen Bevölkerung. Denn Stalin war der Meinung, der Sowjetmensch müsse in erster Linie produzieren und nicht konsumieren. Der Konsum sei bürgerlich. Und Khrushchev hat den Konsum rehabilitiert. Nikita Khrushchev wants to improve the general standard of living. He sees to it that production is increased in all segments. Everywhere, new fields are being cultivated for agricultural use. Khrushchev intends not only to meet American standards, but to exceed them. Communist corn is at least double the size of capitalist corn. He told the Americans in one of his speech, "You are ahead of us, you are more effective. We will learn everything from you, and then we'll be effective, and after that, or you will join us, or we'll say goodbye to you." Ja, Khrushchev war von Natur sehr begabt. Hat fantastische Gedächtnis gehabt. War imstande, vom Stand auf zu begreifen, worum es ging. Aber Khrushchev ist ein Beispiel dafür, wie absolute Macht den Politiker absolut verdirbt. Vienna, June 1961. The world's two most powerful men make a glamorous appearance. The young, newly elected American President John F. Kennedy and Nikita Khrushchev, the Soviet party and governmental chief, meet for the first time. Demoralized by the failed Cuban Bay of Pigs invasion, Kennedy's attitude is reserved. Khrushchev takes the offensive and repeats his demand that the Western Allies retreat from Berlin.
Only 2 months after the summit meeting in Vienna, construction of the Berlin Wall begins on August the 13th, 1961. The gap in the Iron Curtain that allowed people in their thousands to escape to the West every day is closed off. The building of the Berlin Wall, of course, it was defeat for the system. Because the wall, they show that you cannot protect yourself. They show that you are not attractive to the people. Es war einfach so, die Eliten sind sowieso schon davon gelaufen bis 61. Und wenn sie nicht zugemacht hätten, wären ihnen alle weggelaufen. Und da sie das nicht dulden konnten, weil sie ja immer noch daran glaubten, dass man einen solchen sozialistischen Staat aufbauen kann, deswegen haben sie die Mauer gebaut. Das kann man nicht rechtfertigen, aber es war in der Logik des kommunistischen Experiments. The West didn't attack. Khrushchev continues on his confrontation course. He supports a number of liberation movements and presents himself as leader of the Third World. Khrushchev uses the UN as a political forum. The American boycott policy drives Cuba into the communist corner. Khrushchev is good friend, good Cuban friend. Your leaders speak about aggression to Cuba. Khrushchev speak about defending Cuba. You to take our airplane. Khrushchev plane is our plane. Khrushchev is friend. So Khrushchev wanted to be respected as equal. And he pressed all American presidents, President Eisenhower, President Kennedy. It was one of the reasons of the Cuban Missile Crisis. I want to be equal. And Americans didn't want to do it voluntarily, so they just did it under the pressure from the Khrushchev. In October 1962, American spy planes photograph missile sites in Cuba. Kennedy imposes a naval blockade. The crisis escalates. Both sides prepare for nuclear war. The world is on the verge of annihilation. At the last minute, Kennedy and Khrushchev succeed in reaching a secret agreement. Soviet ships carrying missiles reverse course. In return, America agrees to remove their nuclear missiles from the Soviet-Turkish border within 6 months. The dangerous silence between the two leaders is overcome by the installation of a telex line, the famous hotline. The world's most powerful figures are once again playing peaceful games. Here Nikita Khrushchev plays badminton with the American Secretary of State Dean Rusk. But the economic race with the West has failed. Khrushchev acknowledges that a centrally controlled economy is too unwieldy. His ambitious land reclamation projects were unsuccessful. After a series of crop failures, Khrushchev is forced to purchase wheat from the capitalist enemy. Hat das Gesicht verloren. Nicht Khrushchev als Khrushchev, sondern die Sowjetunion hat ihr Gesicht verloren, nicht? Und viele, auch in den Volksdemokratien sogenannten, haben das ja so gesehen. Und das, denke ich, war nicht einer der Gründe, nicht, warum er relativ leicht dann auch abgesetzt werden konnte. He started at that time the new round of reforms. He wanted to decentralize it and to give the most of the power to the directors. And reduce their relations with the state only with paying taxes. It will be could be first step to the market economy. Ingenieure, Fabriksdirektoren, Sowjetunion, das geht doch nicht. Diese zentrale Planung, wo wir jeden Hering da planen. Das ist ja vollkommen wahnwitzig. Wir müssen verselbstständigen, wir können das nicht. Und dann diese inkompetenten Parteifunktionäre. Wir brauchen also jetzt Sachkenner. Und planen kann man überhaupt nicht mehr, wenn man also 20 Milliarden Grundziffern und mehrere Billionen Verhältnisziffern, wie soll man denn sowas planen? Also die weitgehende Wirtschaftsreform verlangten. Nicht unbedingt nur privatisieren, aber andere Sachen auch. Und ohne dem, sagten, geht die Sowjetunion wirtschaftlich kaputt. And all this bureaucracy was against this because they understood that they would control this. And they wanted stability. Stability in the understanding that they will sit in their chair until they would die, what happened during. So they wanted him to be replaced.
In honor of his 70th birthday in April 1964, Nikita Khrushchev is awarded the country's highest decoration, Hero of the Soviet Union. The decoration ceremony is carried out by Leonid Brezhnev, who is also concurrently planning an overthrow. Only 6 months later, in October 1964, the time had come. Khrushchev is ousted from power. Ist aus dem Amt ja gejagt von den alten Stalinisten, Neo-Stalinisten, Bürokraten, Privilegierten, weil zu weit gehen wollte. Das war sozusagen eine sowjetische Klassengesellschaft und die oberen Klassen hatten kein Interesse, ihre Privilegien zu opfern. Leonid Ilyich Brezhnev is the new strong leader. Born in 1906 in the Ukraine as the son of a steel worker, he completes the classic route to becoming a party official. After Khrushchev is overthrown, he becomes General Secretary of the Communist Party. Brezhnev rehabilitates Stalin and guarantees posts and privileges. His power is based on the party machine and the military. He rearms and expands the Soviet military presence in Africa and Asia. In Vietnam, Brezhnev supports the communist Viet Cong against the invasion by American troops. The war in Vietnam, the American carpet bombing and the high loss of Vietnamese civilians lead to protest worldwide. Ho Chi Minh, Che Guevara and Fidel Castro became symbols of the student protest against the Vietnam War and the capitalist system. They begin reading Marx and Engels and believe in a socialist future. Die haben eine gewisse Sympathie für die Dritte Welt, aber die hatten vor allem eine Sehnsucht nach Veränderung, nach Bewegung, nach neuer Erfahrungen, neuer geistiger Horizonten. Und deswegen sind die nicht zum Marxismus zurückgegangen, aber zum Frühmarxismus, zu dem romantischen Marx. Es ist auch für mich, der ich damals jung war, ein Phänomen. Ich könnte nie ganz begreifen, wie man in West-Berlin leben konnte. Ein paar Kilometer von der DDR und noch gläubiger Marxist sein. Ja? Oder gar gläubiger Kommunist. Am besten gekennzeichnet wird die 68er Studentenbewegung durch ein Schlagwort, das einige von Ihnen verbreitet haben: Trau keinem über 30. Daraus wird sichtbar, dass es sich um einen Generationsaufstand gegen die Elterngeneration gehandelt hat. Das waren keine Kommunisten, das waren arme Toren. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit. Und da aussteigen, ich bin kein Berufspolitiker, aber wir sind Menschen, die nicht wollen, dass diese Welt diesen Weg geht, und darum werden wir kämpfen und haben wir angefangen zu kämpfen. Wir lebten in einer völlig erstarrten Gesellschaft. Und die Großorganisationen hatten sich eingerichtet in dieser erstarrten Nachkriegsgesellschaft. Und zwar alle Parteien hatten sich eingerichtet. Und die akademische Jugend in Warschau oder in Berlin oder in Frankfurt wollte sich nicht einrichten. Wir wollten Veränderung. Wir haben aber natürlich keine Ahnung gehabt, dass die Veränderung 30 Jahre dauert. Und die sind nicht im Kapitalismus zuerst stattfindet, sondern im Poststalinismus. Also letztlich ist ja vieles von dem, was wir damals gesagt haben, eingetreten. Aber es ist nicht im Westen eingetreten, sondern im Osten. In Czechoslovakia, too, people dream of a freer and more just society. The Prague Spring becomes a symbol of socialism with a human face. Alexander Dubček's democratic reforms are greeted with enthusiasm by the Czechoslovakians. In July 1968, Leonid Brezhnev comes to Bratislava for a Warsaw Pact meeting and demands that the Czechoslovakian comrades return to the Soviet path of socialism. Die sowjetische Führung hat den Versuch, irgendeinen der Satellitenstaaten, nannte man das damals, aus dem Block auszugliedern oder in ihm etwas zu dulden, was den Kommunismus, die reine Lehre gefährden könnte, rigoros bekämpft. The Brezhnev, who was against any reforms, and he was scared that if something changed, it will affect the Soviet Union. He tried to
freeze the things. August the 21st, 1968, Warsaw Pact troops march into Prague. The Czechoslovakian government condemns the invasion as a violation of international law, but nevertheless tells the army and the people not to resist. But the people stand up to the tanks. The Prague Spring is ended in violence. In retrospect, the Soviet Union justifies its actions with the Brezhnev doctrine, the common duty of all Warsaw Pact members to defend socialism. After the Soviet occupation of Czechoslovakia in '68, I wrote actually publicly that this is the beginning of the end of the Soviet system, because it meant that it was now a system based entirely on military force and bureaucratic suppression. Was man nie vergessen darf, was heute aber manchmal vergessen wird, ist, dass die Sowjetunion über ein riesiges Arsenal von Atomwaffen verfügte. Das heißt also, die Kritik, warum hat der Westen nicht eingegriffen gegenüber den fürchterlichen Untaten? Darauf muss man antworten, weil es einen Weltkrieg gegeben hätte und weil Millionen Menschen dabei umgekommen wären. There was a danger, and we all lived with an awareness of that danger. And it was terribly important to maintain a posture, a military posture, which would not give the Soviet leaders even the remotest degree of confidence that they could win a nuclear war. Both superpowers have the nuclear arms capacity to destroy the world several times over. Neither country can attack the other without risking its own downfall. This overabundance of arms is called the balance of terror and is supposed to guarantee peace during the Cold War. The greatest concentration of arms is in the two German states, the likely nuclear battlefield. The new German government under Willy Brandt explores possibilities of overcoming the confrontation of systems. Nehmen Sie die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Der Kommunismus ruht auf zwei Pfeilern. Der erste Pfeiler ist die militärische Stärke, Panzer und Raketen. Der zweite Pfeiler ist die Ideologie. Das Mittel, den ganzen Laden zusammenzuhalten. Und wenn man also dagegen etwas tun will, dann muss man sehen, dass der erste Pfeiler nicht mehr gefährlich ist oder gefährlich wird. Das heißt Rüstungsreduktion, Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, sodass der Bedrohungsfaktor reduziert oder ausgeschaltet wird. Und der zweite Faktor, der Ideologiefaktor, ist etwas, was nur die SPD kann. Also, das war die Arbeitshypothese, nach der wir im Einzelnen dann überlegt haben, wobei Willy gesagt hat, aber du musst das Maul halten, wir dürfen niemandem nach außen vermitteln, dass wir so etwas in dieser Dimension im Sinn haben. Dann sagt man, das sind Verrückte, die übernehmen sich. Wenn man die berühmte Formel von Egon Bahr nimmt, Wandel durch Annäherung, das hieß auch oder impliziert die Möglichkeit einer gewissen Konvergenz. Das heißt, mit anderen Worten, eine erfolgreiche Prager Führung, nicht wahr? Dass Sozialismus menschlicher wird und der Kapitalismus menschlicher wird. Und ich glaube, diese Vorstellung hat auch Menschen wie Gorbatschow ermuntert. Denn das glaubten sie auch auf ihre Weise. Das heißt, auch in seiner Illusion war die Ostpolitik gewissermaßen hilfreich, weil sie fütterte auch diese nützliche Illusion von Gorbatschow. Ostpolitik also means coming together on a personal level. This is openly demonstrated in the summer of 1971. Leonid Brezhnev and Willy Brandt show themselves to the watching world on a relaxed boat trip on the Black Sea. Both sides pursue different interests. The Soviet Union wants the confirmation of the post-war boundaries. German negotiator Egon Bahr wants humanitarian concessions, especially for the people of the GDR.
the Eastern treaties are signed, a successful balance of interests, even across ideological boundaries. Die Ideologie war ein Punkt, von dem Brandt nach seinen Gesprächen mit Brezhnev zur Auffassung gekommen war, du, im Grunde sind das Zyniker. Also sie glauben gar nicht mehr richtig, aber sie benutzen selbstverständlich die Ideologie als Herrschafts- und Disziplinierungsinstrument. In China, Mao Zedong enforces his personality cult. Mao's ambition makes China the Soviet Union's chief rival within the socialist bloc. Both sides accuse the other of betraying communism. At the river Ussuri on the Sino-Soviet border, the two socialist brother nations bear arms against each other. Mao and the Chinese thought that they're bigger, and really, with their fresh revolutionary blood, they have to be the leader on the communist world. And I will repeat, communism at the time was only label. It was the fighting who will be leader in the third world. While Mao's foreign policy was striving for the dominant role in the Third World, the Chinese Communist Party challenged him. He mobilizes the people against the Communist Party functionaries. His economic reforms failed. Man musste sich einen gigantischen Bürgerkrieg vorstellen. Natürlich gab es auch 2 oder 3 Schauprozesse, aber im Grunde genommen war es eher der breite Bürgerkrieg mit furchtbar vielen kleinen Gemetzeln und furchtbar vielen kleinen Prozessen. Insofern dem stalinischen Schauprozessen nicht zu vergleichen und auf eine andere Weise vielleicht auch sehr viel grausamer als das, was in Moskau passiert ist. After Mao Zedong's death, another radical change occurs in China. Deng Xiaoping succeeds where Nikita Khrushchev failed after Stalin's death. By slowly introducing free enterprise zones, Deng is able to decentralize the economy on the model of the market economy. At the same time, the Communist Party holds on to its power. Ich habe mal in einem Gespräch mit Deng Xiaoping halb im Ernst und halb im Spaß zu ihm gesagt, ihr nennt euch kommunistische Partei, aber in Wirklichkeit seid ihr doch eine konfuzianische Partei. Wir sprachen Englisch und er sagte, so what? Auf Deutsch, na und? Das heißt, ihm war das nicht so wichtig. In Western Europe, too, the communists turn away from the Soviet Union as a model. The Communist Party of Italy, under Enrico Berlinguer, is especially firm in stating its commitment to parliamentary democracy. In einigen westeuropäischen Gesellschaften haben die Kommunisten natürlich erkannt, dass sie in ihren Gesellschaften keinen Erfolg haben können, wenn sie als Fellow Travelers, als Angebundene an Moskau gewertet werden. Und deswegen haben sie versucht, einen nationalen Weg zu finden. Und der musste in einer westeuropäischen Gesellschaft natürlich anders sein als im Imperium der Sowjetunion. Well, it was important to become more autonomous, more independent, to have one zone vision of democracy and socialism, and it was an implicit refusal of the dogmas of the Soviet Union and of the so-called real socialism. France's communists under Georges Marchais continue to adhere to the dictatorship of the proletariat. The result, the French Communist Party becomes inconsequential. We were convinced that the only possible consequence of detachment from the Soviet Union was to join social democracy. Helsinki, August 1975. The Conference for Security and Cooperation in Europe, known by the abbreviation CSCE, this conference will change the world. Brezhnev has achieved a key post-1945 objective of Soviet foreign policy. All NATO member states recognize their post-war boundaries, at a price that seems not too high for him. Ein Teil der Ost- und Entspannungspolitik, und nicht der geringste, war die Absicht, dem Osten oder im Osten mehr Luft und ein bisschen Diskussionsfreiheit zu verschaffen. Das gelang
Durch die Schlussakte von Helsinki. Das hat die Systeme geschwächt, weil sie natürlich jetzt plötzlich alle zustimmten in diesen ganzen Korb-Erklärungen, Dingen, die eigentlich gegen ihre Natur waren. After years of preparation, 35 heads of state and government signed the CSCE Final Act. Its principle, recognition and security of borders in exchange for granting human rights. The treaty text must be printed in the newspapers of all signatory countries. This stipulation allows people everywhere to read the catalogue of rights that their countries had committed themselves to uphold. Das heißt, die konnten sich, nachdem die Dokumente abgedruckt waren in allen Zeitungen, darauf berufen. Und die gesamten Dissidentenbewegungen oder Bürgerrechtsbewegungen basieren und da gehen los nach Helsinki 1975. Zu den Dissidenten würde ich erstmal sagen, dass sie in den 70er Jahren eine richtige Analyse aufgestellt haben. Und zwar eine Analyse, die davon ausging, dass der Kommunismus nicht von oben reformierbar ist, aber von unten zerstörbar. Und zwar zerstörbar in einem friedlichen Evolution. All over the East Bloc, people make lively use of the new rights granted to them in the Helsinki Final Act. In Czechoslovakia, a group of dissenters surrounding Jerzy Hayek and Václav Havel signed the Charter 77, which makes their demands public. The reaction of communist powers that be is repression. The number of political prisoners rises. After Helsinki, the public observes very carefully how the state apparatus treats dissidents. Arrests and exile no longer go without notice, especially of internationally known civil rights activists. The KGB attempts to isolate the Nobel Prize-winning physicist Andrei Sakharov from the outside world. Author Alexander Solzhenitsyn is expelled from the Soviet Union. Public criticism of the system is not allowed under Brezhnev. Im Innern sprechen die Russen von den bleiernen Jahren. Aber es war eine Zeit, in der auch der normale Russe einen gewissen bescheidenen Wohlstand haben konnte, auch teilnehmen konnte an Zivilisationsgütern wie Kühlschrank, Radiogerät und Fernsehgerät und vielleicht sogar ein Auto. Am Ende der Brezhnev-Periode ist der Niedergang schwer zu übersehen. Das System funktioniert nicht. Es liefert diese bescheidenen Wohlstandsgüter nicht mehr. Und es ist Afghanistan. Afghanistan, 1979. When the communist regime threatens to collapse, Soviet tanks once again roll in. The invasion of the Soviet army is condemned all over the world as an act of aggression. There's renewed confrontation between East and West. The enormous costs incurred by the war ruin the Soviet economy. Die Amerikaner unter Carter begannen etwa 12 neue militärische Technologien zu entwickeln. Und wir reagierten mit unseren eigenen Programmen, wie wir antworten. Dann waren unsere Gesundheitsbudget um 40% gekürzt. Unsere Ausgaben für Kultur, Schule und zu 30% gekürzt und so weiter. Das begann schon dieses Agonie der Gesellschaft und des Staates. Standing in line becomes a full-time occupation. Even the most basic supplies are a problem. Empty shelves everywhere. The economy of scarcity paralyzes the entire Eastern Bloc. While the computer sets off the third industrial revolution in the West, the Soviet leadership tries to cut the country off from any external influence. Die haben sich damals beschwert und haben gesagt, bei ihnen kann jeder 15-Jährige mit dem Computer spielen. Bei uns gibt es ein paar Spezialisten, die nach vielen Prüfungen vielleicht, wenn sie 20, 25 sind, mit diesen Maschinen in Berührung kommen. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, mit der im Westen der Computer in das tägliche Leben, vom Militärischen gar nicht zu reden, ins tägliche Leben integriert ist, die gibt es bei uns nicht und die kann es bei uns nicht geben, denn das erfordert den Geist der Freiheit. Eine moderne Gesellschaft, und die russische Gesellschaft war allmählich eine moderne Gesellschaft, lässt sich nicht andauernd bevormunden. Und die Reglementierung, die Bevormundung, das war eigentlich
das Wesen des Brezhnevismus. In the late 1970s, there is resistance in Poland against the government. Workers go on strike. Der Widerstand hing mit der starken Stellung der katholischen Kirche in Polen zusammen und dann noch mit diesem Sondertatbestand, dass die Polen auch noch einen Bischof hatten, der in Rom zum Papst gewählt wurde. In 1979, Pope John Paul II visits his home country.